Hallo liebe Leute da draußen, da sind wir wieder zurück mit einem neuen Fashion-Intro. Mir gefällt sehr, ich hoffe euch auch. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Farben. Was gibt es für unterschiedliche Farben, opake, deckende und transparente, da werden wir uns ein bisschen was anschauen. Wir werden ein bisschen was malen, damit ich es euch einfach besser zeigen kann, was ich genau meine. Und ja, ich würde sagen, ohne lange weiter rumzulabern, ab zum Maltisch. So, da sind wir zurück am Maltisch und ich habe euch schon mal was Schönes vorbereitet. Und zwar geht es jetzt hier um die deckenden, opaken Töne und die transparent oder transparenten Farben, die es bei der Schmincke-Color-Serie gibt. Das sind eigentlich die zwei größten Dinge. Es gibt natürlich noch so Perl, Effekt und Metallic-Zeug, aber das ist jetzt eher nicht so wichtig. Auf den Farben steht eben übrigens alles drauf, was ihr wissen müsst, ob es transparente oder eine deckende Farbe ist, was für ein Typ etc. Und oben noch so ein Streifen mit der Farbe dran, wie die eben aussieht in dem Farbverlauf von hell zu dunkel oder von satt zu transparenter. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, um da schon mal zu schauen, wie die werden. Das ist eben schwarz und weiß. Die würde ich euch auch am Anfang empfehlen. Kauft euch am besten erstmal nur schwarz und weiß, damit könnt ihr schon extrem viel machen und auch viel üben, ohne dass ihr jetzt viele Farben kaufen müsst. Hier haben wir das Ganze nochmal in groß, in 250 Milliliter, das habe ich mir gekauft. Die schwarz und weiß, weil ich die eben extrem viel benutze und die dann halt immer in die kleinen wieder umfülle. Das ist einfach ein bisschen pflegeleichter. Die großen kosten natürlich auf die Menge natürlich weniger, wie so die kleinen dann im Endeffekt. Also wer viel malt, der kann sich die gerne dazu holen, das ist dann gar nicht schlecht. Da steht eben auch noch drauf, was für eine Düsengröße man minimal haben sollte und für was man das noch benutzen kann, für Stifte und Füller und alles mögliche. Da gibt es also relativ viel. Da haben wir das Ganze nochmal in transparent weiß. Da sieht man eben die ganzen Sachen drauf. Und wie gesagt, es erklärt sich eigentlich von selber mit den transparenten und den deckenden Tönen. Die deckenden sind halt einfach deckend und die transparenten einfach transparent, um es mal kurz zu machen. Die zwei rechten Farben sind jetzt transparente, das Gelb und Blau. Die Rot und die Weiß und die Schwarz sind jetzt deckende Töne. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit den deckenden an, mit der Schwarz. Bevor ihr die benutzt, am besten immer kräftig schütteln und ein bisschen die Pipette durchdrücken, weil bei den Farben setzt sich doch mal ganz gern das Pigment ab. Und wenn das Pigment unten ist und das Bindemittel in der Mitte, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr nachher keine schöne Farbe habt. Also immer empfehlenswert, die Sachen richtig gut durchmischen. Ich tue da jetzt mal welches rein. Ich verdünne meine Farbe, also die deckenden Töne, immer, weil ich das einfach nicht mag. Ich zeige das euch mal. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht. Aber die deckenden Töne, also die Farbe unvermischt, ist nicht so smooth und man sieht auch hier so ein bisschen die Kräusel, die hackt immer mal wieder ab. Die ist zwar schon spritzfertig oder gängig gemacht, aber ich habe sie einfach immer ein bisschen gerne, ein bisschen dünner und auch nicht gleich ganz so deckend, damit ich einfach noch ein bisschen mehr Chance habe, da ein bisschen Schicht für Schicht zu arbeiten. Und deswegen mache ich mit der Pipette und normalem Wasser, das ist jetzt nur Leitungswasser, ein bisschen also 4-5 Tropfen schwarz oder je nachdem was für eine andere Farbe und dann eben 1 bis 2 Tropfen Wasser rein. Das ist aber immer so eine Gefühlssache, das werdet ihr selber rauskriegen. Dann nehme ich mir hier so einen Deckel von dem Füller, den habe ich mir jetzt einfach mal geschnappt und der dichtet vorne ab. Und wenn man eben vorne abdichtet und ein bisschen Luft reinlässt, dann blubbert es drinnen und so mische ich dann quasi die Farbe mit dem Wasser. Das klappt jetzt hier gerade von der Kamera nicht ganz so gut. So, jetzt. Da sieht man eben die Luftblasen, die da aufsteigen und dann ist das ein bisschen durchgemischt. Und man merkt gleich jetzt, wo ein bisschen Wasser drin ist, dass die einfach smoother ist und gängiger ist und geschmeidiger einfach. Und so mag ich die Farbe halt viel lieber. Ist natürlich dann immer ein bisschen Gefahr, dass es natürlich dann schneller läuft. Aber auch das ist nur Übungssache, also ich würde es euch auch empfehlen, verdünnt die Farbe, da habt ihr einfach ein bisschen, finde ich, geileres, smootheres Airbrushen und das ist dann immer, finde ich, einfach viel angenehmer. Also ich mache das immer bei den deckenden Farben.
bei den opaken. Also bei den transparenten gleich vorweg, die verdünne ich nicht, weil die lasierend sind und man die, also ich brauche die nicht verdünnen und es funktioniert mit denen auch nicht ganz so gut. Also die benutze ich immer so, wie sie sind. Und zu den Kosten, die kleinen 28 Milliliter Farben kostet eine 8 Euro und die 250 Milliliter kostet 25 Euro. Das ist jetzt eigentlich komplett akzeptabel und wenn man bedenkt, wie lange man mit denen schaffen kann, auch wirklich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, tipptopp, kann ich echt nicht meckern. Also die Farbe, mit der war ich eigentlich schon jahrelang gut und die kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr da Unkompliziertes haben wollt. Wir reinigen jetzt mal schnell die Pistole oder machen dann kurz, blasen die mal kurz durch, dass das Schwarz mal raus ist, damit ich euch mal die transparenten Töne zeigen kann und was auch das Coole an den transparenten ausmacht, einfach, dass die eben on the fly auf dem Werkstück noch gemischt werden können, weil sie eben lasierend sind und das ist irgendwie das Geile dran, weil es halt auch für besonders geile Farbverläufe und Übergänge und Farben ineinander sorgt, was eben beim Airbrushen so das richtig Geile ist, finde ich. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit Blau an. Ich airbrush eigentlich auch nur mit transparenten Tönen, also ich habe eigentlich nur schwarz-weiß deckend und alle anderen sind lasierende Töne, weil ich die Sachen dann eben immer nur einfärbe und dann weiterarbeite und deswegen habe ich eigentlich nur transparente Farben und nur schwarz-weiß deckend. Deswegen, wie gesagt, kauft euch am Anfang am besten nur schwarz-weiß, damit könnt ihr dann viel üben und wenn ihr dann geübt seid und ein gutes Handling habt, dann könnt ihr eben nochmal Farben hinzufügen und da mal ein bisschen experimentieren und dann ist es für euch wahrscheinlich auch viel einfacher damit umzugehen, also war es bei mir auf jeden Fall. Und wie wir jetzt sehen, haben wir hier Blau, ich habe links mal ein bisschen mehr aufgeladen und wie wir hier jetzt gerade sehen, spritze ich über das deckende Schwarz und es lasiert eben, es überdeckt nicht das schon bereits gemalte und das ist ja das Coole dran. Und so färbt man dann quasi färbe ich die Bilder dann immer ein. Ihr könnt euch natürlich auch Rot, Blau und Gelb die Grundtöne als Transparente zu Schwarz und Weiß organisieren und dann habt ihr eigentlich schon die Grundtöne und die ineinander gemischt natürlich ergeben die anderen Töne und so habt ihr natürlich auch schon eine hohe Farbvarianz, wie man jetzt hier schön sieht, dass umso mehr ich ins Blau gehe mit dem Gelb und das Lasierende übers Lasierende kommt, so kriege ich in der Mitte ein Grün hin. Und das meine ich eben, dass diese lasierenden Farben on the fly auf dem Werkstück eben noch gemischt werden können und das sorgt natürlich für einen noch authentischeren Farbverlauf und sieht halt dementsprechend geil aus und wenn ihr eben die 3 Grundtöne habt, dann könnt ihr natürlich noch relativ viel mehr Farben erzeugen oder auch einfach die transparenten untereinander mischen, indem ihr einfach 2 Tropfen Rot und 2 Tropfen Gelb reingeht, dann habt ihr auf einmal schon ein Orange und so könnt ihr dann natürlich auch schon relativ viel machen, ohne dass ihr jetzt gleich die ganze Farbpalette kauft. Ich habe natürlich mir über die Jahre dann so gut wie ziemlich jede Farbe mal organisiert, weil ich dann einfach schneller vorankomme und die natürlich auch von Nuancen her ein bisschen schöner abgestimmt sind. Aber für den Anfang reichen die auch vollkommen aus, so wenn ihr es jetzt so habt wie bei mir, schwarz, weiß, rot, blau und gelb. Da könnt ihr dann auch schon extrem viel machen, wenn ihr doch schon Bock habt, gleich ein bisschen was mit Farbe zu machen. Jetzt hauen wir hier noch ein bisschen transparent Rot rein, damit ihr einfach mal seht, wie das dann das Rot dann aufs Gelb und das Blau und alles wirkt. Und man merkt gleich auch schon hier wieder, wie das schon einen schönen Orangeton gibt und im Blau gleich so ein Violett und also es ist halt irgendwie das Coole dran oder was mir halt so besonders gut gefällt. Wenn ihr eben sehen wollt, wie ich die Sachen so einfärbe, gerade das Video mit dem Soul Reaver, den ich gemacht habe, dem Raziel, da färbe ich eben extrem viel Sachen ein, wo ich dann erst mit Schwarz-Weiß arbeite und dann Teil wieder einfärbe und ein bisschen wieder mit Schwarz-Weiß drüber gehe. Da kann man eben schön sehen, wie ich den Wechsel immer habe und die Sachen dann immer einfärbe. Ich finde die Technik eigentlich ganz cool. Es gibt auch natürlich Leute, die mit den deckenden Farben dann auch arbeiten, so mit dem deckenden Rot oder so und dann schon so anfangen. Ich fand das für mich irgendwie nicht so, das Ding hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ich fand eben das Einlasieren irgendwie für mich
stimmiger und macht es ebenso. Und mir gefällt es halt besser. Und wie gesagt, bei dem Soul Weaver kann man das ganz schön sehen, wie das funktioniert. Hier habe ich jetzt mal ein bisschen das Deckenrot rein. Die stand bei mir jetzt aber schon etliche Zeit und da ist das Pigment noch nicht ganz so gut vermischt, deswegen deckt sie jetzt auch noch nicht so gut, aber die wäre eigentlich jetzt auch so wie das Schwarze ein bisschen deckender. Und auch die habe ich jetzt ein bisschen verdünnt, damit sie einfach ein bisschen gängiger ist. Wenn ihr natürlich so eine deckende Farbe könnt ihr auch bis zu einem gewissen Grad verdünnen, damit sie auch ein bisschen lasierender wirkt. Aber irgendwann ist auch das ausgereizt und dann funktioniert es nicht mehr so gut, also alles hat ein Limit. Das müsst ihr aber dann auch ein bisschen ausprobieren. Da funktioniert das Mischen mal deutlich besser. Und also ich mische die Farben auch immer so. Viele jammern dann rum, dass die Dichtungen kaputt gehen oder kaputt gehen können. Also bei mir ist nach ein paar Jahren dann mal irgendwie eine Dichtung dann mal ein bisschen undicht geworden. Die habe ich dann für 2 Euro gewechselt. Also alles kein Hexenwerk. Nehmt euch am Anfang auch ruhig einen Farbkreis zur Hand, da gibt es ja allerlei auf Google zu finden, um einfach zu wissen, welche Farbe miteinander funktioniert, was sind die Komplementärtöne etc. Da werdet ihr euch dann vielleicht doch deutlich leichter tun und dann besser verstehen, wie welche Farbe ineinander greift. Und dann sollte es das hier eigentlich schon fast gewesen sein. Schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein klein bisschen weiterhelfen, was das ganze Thema Farben angeht. Ich würde mich über ein Like sehr freuen oder ein Abo. Lasst mir ruhig gerne eins da, das hilft mir auch weiter für euch Content zu machen. Ich würde sagen, das nächste Mal werden wir uns die Maluntergründe mal genauer anschauen, auf was kann man alles airbrushen und